Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr Instagram Reels erstellen und hochladen könnt. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Instagram Reels geben dir die Möglichkeit, bis zu 30-sekündige unterhaltsame Videos mit Musik, Effekten und anderen kreativen Tools zu bearbeiten, um sie mit anderen Nutzern zu teilen. Bei einem öffentlichen Profil landen die Reels im Explore-Bereich, wo sie von allen Instagram-Nutzern gesehen werden können. Reels können als Serie aufeinanderfolgender Clips oder als Video in einem Stück aufgenommen werden. Alternativ können auch Videos und Fotos aus der Galerie hochgeladen werden. Ihr findet die Funktion Reels unter der Instagram-Kamera. Neben Beitrag und Story befindet sich das Tool Reels. Wenn ihr Reels anklickt, seht ihr auf der linken Seite eine Reihe von kreativen Optionen, mit denen ihr eure Reels erstellen und bearbeiten könnt. Diese Optionen gehen wir jetzt einmal gemeinsam durch. Unter Audio findet ihr viele Lieder in einer Musikbibliothek. Es werden euch automatisch Lieder vorgeschlagen, aber ihr könnt auch nach ganz bestimmten Liedern suchen oder euch bei den Musikkategorien wie zum Beispiel Hip-Hop oder Pop umsehen. Es ist auch möglich, einen eigenen Ton im Video zu verwenden, der wiederum auch von anderen Nutzern genommen werden kann, wenn ihr ein öffentliches Profil habt. Als nächstes könnt ihr auswählen, ob euer Reel 15 oder 30 Sekunden lang sein soll. Tippt auf den Kreis und die Zahl ändert sich zu 15 oder 30 Sekunden. Unter Tempo lässt sich die Geschwindigkeit bei der Aufnahme der Videos erhöhen oder verlangsamen. Dabei könnt ihr auch nur Teile des Videos beschleunigen oder verlangsamen. So erzeugt ihr zum Beispiel dramatische Effekte, die sich genau an die Musik anpassen. Die Sterne sind das Symbol für die Effekte. Genau wie auch in den normalen Instagram Stories könnt ihr die Effekte auch für Reels verwenden. Wischt nach rechts oder links, um auf einen Effekt zu kommen und tippt dann unten auf den Text unter dem Effekt-Button. Jetzt öffnet sich ein Fenster, in dem ihr auf Effekte durchstöbern klickt, um in die Effektgalerie zu gelangen. Hier könnt ihr konkret nach Effekten suchen oder euch durch die vorgeschlagenen Kategorien scrollen. Wenn euch ein Effekt gefällt, könnt ihr es erst einmal ausprobieren und dann speichern. Die nächste Funktion Verfeinern sorgt für eine schönere Haut. Als letztes seht ihr den Timer. Ihr könnt hier die genaue Länge des Clips auswählen und einen Countdown einstellen, wann das Reel starten soll. Mit einem Tipp wählt ihr zwischen 3 und 10 Sekunden aus. Wenn ihr zum Beispiel viele kleine Clips nacheinander aufnehmen möchtet, könnt ihr die Funktion nutzen, um die Zeit vorab einzustellen, sodass ein Clip nicht zu lange wird. Wenn ihr einen Clip aufgenommen habt, könnt ihr mit dem Pfeil zurück euer Video noch einmal anschauen, kürzen oder ganz verwerfen. Rechts auf Vorschau könnt ihr euer Reel im letzten Schritt dann bearbeiten, indem ihr Text, GIFs, Gemaltes oder sogar ein Voice-Over einfügt. Bei einem Text ist es möglich zu bestimmen, wann er erscheinen soll, wie lange oder ob er nur kurz eingeblendet werden soll. Ein Voice-Over kann an eine ganz bestimmte Stelle eingefügt werden, so lange wie man auf den Aufnahmeknopf drückt, und mit der Audiosteuerung lässt sich der Originalton in der Lautstärke verstellen und zusätzlich ein Lied aus der Musikbibliothek im Nachhinein noch einfügen. Wenn ihr dann zufrieden seid, klickt ihr auf Weiter und habt nun die Möglichkeit, eine Bildunterschrift sowie Hashtags hinzuzufügen und das Titelbild auszuwählen. Um noch mehr Reichweite zu bekommen, solltet ihr die Reels auch im Feed posten. Da ein Reel länglich und der Feed quadratisch ist, habt ihr bei Profilzuschneiden die Möglichkeit, das Bild in euren Feed einzupassen. Zuletzt könnt ihr noch Personen auf eurem Reel markieren und sogar in den erweiterten Einstellungen euer Reel als bezahlte Werbung markieren, indem ihr einen Businesspartner markiert. Speichert das Reel nun als Entwurf oder teilt es direkt. Reels bieten eine Menge kreativen Spielraum an und werden von Instagram mit einer hohen Reichweite belohnt, wenn sie gut gemacht wurden. Probiert euch einfach mal aus und versucht für den Anfang ein paar Trends mitzumachen. Die Mühe lohnt sich. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, ob euch dieses Video geholfen hat, und falls ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gerne bei den Experten von eBakery. Die passende Seite dafür haben wir oben für euch verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft mehr zu Social Media Themen erfahren möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery Team.